Ich möchte mich an die Abgeordneten wenden, die am vergangenen Mittwoch, den 19. Mai 2021, im Bundestag gegen das Selbstbestimmungsgesetz gestimmt haben. Dieses Gesetz hätte das bisher gültige sogenannte Transsexuellengesetz, kurz TSG, ersetzt. Doch dank CDU, CSU, SPD und AfD ist das veraltete, menschenverachtende und erwiesenermaßen verfassungswidrige TSG weiter in Kraft. Mein Name ist Robin, ich bin transmaskulin und nicht binär, mein Pronomen ist er. Meinen vollen Namen möchte ich hier nicht nennen, weil Menschen wie ich speziell von Hasskriminalität im Internet betroffen sind. Ich hoffe, dass dieser offene Brief sowohl die Abgeordneten des Bundestags erreicht, als auch deutsche BürgerInnen und internationale Verbündete. Da ich selbst nicht intersex bin, kenne ich vor allem die Situation von Transpersonen. Ich werde aber versuchen, unsere geteilten und auch spezifischen Diskriminierungserfahrungen fair und nuanciert darzustellen. Für die Ersetzung des TSG wurden im Bundestag 2 Vorschläge gemacht, einer von den Grünen und einer von der FDP. Beide Vorschläge richten sich explizit gegen den Zwang zu pathologisierenden psychologischen Gutachten, die unter dem TSG nötig sind, um eine amtliche Änderung des Vornamens und des Personenstandes durchführen zu lassen. Diese Gutachten legen Transpersonen unnötige Hürden in den Weg, wie etwa lange Wartezeiten und die Belastung eines Gerichtsverfahrens. Vor allem aber auch die entwürdigende und traumatische Erfahrung, von 2 wildfremden Personen über intimste Dinge ausgefragt zu werden. Außerdem ist die Begutachtung teuer. Die Gutachten kosten zwischen 500 und 1500 Euro pro Stück und die Verfahrenskosten von mehreren tausend Euro müssen wir ebenfalls selbst tragen. Außerdem geht es in beiden Entwürfen um die genital verändernden Operationen, die an Intersex-Kindern in Deutschland immer noch durchgeführt werden. Sowohl FDP als auch Grüne fordern, solche Operationen wirksam zu verbieten. Ebenfalls geht es um die Elternschaft von Trans- und Intersex-Personen. Momentan wird jede Person, die in Deutschland ein Kind gebärt, in der Geburtsurkunde als Mutter eingetragen und jede Person, deren Samen zur Zeugung genutzt wird, als Vater. Diese unnötig spezifische Regelung schließt nicht-binäre Personen aus, genauso wie Transmänner, die Kinder gebären, und Transfrauen, die Kinder zeugen. Betroffen von den aktuellen Missständen und den potenziellen Veränderungen sind also erstens Transpersonen, binär und nicht-binär, und zweitens Intersex-Personen. Während schon binäre Transpersonen, also Transmänner und Transfrauen, unter dem TSG Diskriminierung erfahren, erkennen Staat und Gesundheitswesen die Existenz von nicht-binären Personen überhaupt nicht an. Wir sind häufig gezwungen, ÄrztInnen und Krankenkassen anzulügen und uns als binäre Transpersonen auszugeben, wenn wir Zugang zu medizinischen Transitionsmöglichkeiten benötigen. Und das, obwohl Deutschland seit 2018 divers als dritten Geschlechtseintrag offiziell anerkennt, allerdings nur für Intersex-Personen. Der Europarat hat bereits 2015 in seiner Resolution 2048 beschlossen, dass Krankenkassen stigmafreien Zugang zu chirurgischen, hormonellen und psychologischen Behandlungen gewährleisten müssen. Auch das wird in beiden Gesetzesentwürfen explizit eingefordert. Der Entwurf der Grünen kritisiert außerdem eine Praxis, die momentan unter Krankenkassen weit verbreitet ist. Dabei fordern die Kassen mit Verweis auf das TSG oft die gleichen Gutachten ein, die auch für Namens- und Personenstandsänderungen gefordert werden. Anträge auf Unterstützung der medizinischen Transition werden dann abgelehnt, wenn das TSG-Verfahren noch nicht durchlaufen wurde. Damit wird der Zugang zur notwendigen medizinischen Versorgung unnötig erschwert. Für Menschen, denen das Geld für die Gutachten fehlt, wird die medizinische Transition sogar völlig unmöglich. Von den 709 Abgeordneten des Bundestags stimmten 461 gegen den Entwurf der FDP, 11 Personen enthielten sich und nur 181 Personen stimmten dafür. Beim Gesetzesentwurf der Grünen sah es noch schlimmer aus: 456 Stimmen dagegen, 79 Enthaltungen und 118 Stimmen dafür. Um das Selbstbestimmungsgesetz kursieren in verschiedenen Medien viele Mythen, die ich gerne thematisieren möchte. Immer wieder liest man in sozialen Netzwerken, das Recht zur geschlechtlichen Selbstbestimmung würde in Frauenrechte eingreifen. Dieser Mythos wird häufig von sogenannten radikalen Feministinnen verbreitet, die die Existenz von Transpersonen nicht anerkennen, auch wenn das weder radikal noch besonders feministisch ist. Sie behaupten etwa, Transmänner wären nur jugendliche Mädchen, die ihre Körper hassen und gleichzeitig die männlichen Privilegien des Patriarchats beanspruchen wollen. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass das Unsinn ist. Transmaskuline Personen, insbesondere Jugendliche, erfahren oft extreme soziale Ablehnung. Dementsprechend liegt das Suizidrisiko dieser Gruppe bei über 50%,
Ein Wert, der deutlich geringer ausfällt, sobald die Möglichkeit besteht, als Mann zu leben. Als transmaskuline Person möchte ich mich außerdem dagegen wehren, dass Transmännern unterstellt wird, keine eigenverantwortlichen Entscheidungen treffen zu können. Die andere Beschwerde, die von transfeindlichen Gruppen ausgeht, ist ähnlich absurd. Das Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung verbiete es, Frauen sich gegen Transfrauen in ihren Räumen zu wehren. Das ist ein Zitat der Gruppe Rad for Munich auf Facebook. Dabei sind Transfrauen ebenso Frauen wie Cis-Frauen. Sie erleben frauenfeindliche Gewalt und sollten deshalb in Schutzräumen Platz finden. Tatsächlich sind Transfrauen sogar besonders schutzbedürftig, weil sie sowohl von Misogynie als auch von Transfeindlichkeit betroffen sind. Ein weiterer Mythos, der gegen geschlechtliche Selbstbestimmung verbreitet wird, ist der des sogenannten Detransitioning. Dieser Begriff beschreibt Personen, die eine Zeit lang als trans leben und sich danach wieder mit dem Geschlecht identifizieren, was ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Die Fallzahlen sind verschwindend gering. Weniger als 1% aller Transpersonen bereut die Transition oder macht sie später wieder rückgängig. Das steht in keinem Verhältnis zu der überwiegenden Mehrheit aller Transpersonen, deren Leben durch den Abbau rechtlicher Hürden massiv erleichtert würde. Häufig werden Trans-Kinder und Jugendliche vorgeschoben, um gegen das Recht auf geschlechtliche Selbstbestimmung zu argumentieren. Die dabei verwendeten Schreckensbilder von genital verstümmelnden OPs an Kindern sind völlig fehl am Platz. Trans-Kinder können in Deutschland lediglich Pubertätsblocker erhalten. Anders als die Pubertät selbst haben diese Blocker keine permanente Wirkung. Sie erlauben dem Kind lediglich Bedenkzeit, um dann eine passende Pubertät beginnen zu können, entweder mit körpereigenen oder eben mit zugegebenen Hormonen. Chirurgische Eingriffe für ältere Transminderjährige sind in Deutschland zwar möglich, allerdings sind die Hürden hier noch höher als für Erwachsene. Übereilte Entscheidungen können hier nicht getroffen werden. Daran würde auch ein Selbstbestimmungsgesetz nichts ändern. Ich möchte alle Mitglieder des Bundestags, aber auch alle anderen auffordern, Quellen kritisch zu hinterfragen, wenn sie diese oder ähnliche Mythen verbreiten. Wenn es um Diskriminierung geht, ist es sinnvoll, vor allem den Betroffenen zuzuhören, besonders wenn so viele transfeindliche Falschinformationen verbreitet werden wie zurzeit. Ich will auch auf die 3 Parteien reagieren, die sich hauptsächlich gegen die Entwürfe gestellt haben, auch wenn die Linken und die Grünen und insbesondere die FDP nicht geschlossen für beide Entwürfe gestimmt haben. Ich fühle mich verraten von einer Partei, die sich öffentlichkeitswirksam zur Diversität bekennt, aber nicht in der Lage ist, meine Menschenrechte zu schützen, wenn es darauf ankommt, aus Angst, bei ihren KoalitionspartnerInnen schlecht dazustehen. Das ist nicht sozialdemokratisch, das ist nur feige. Aber vielleicht hätte man sich das bei der SPD auch vorher denken können. Zu dem Erklärungsvideo, das Karl-Heinz Brunner nach der Abstimmung veröffentlicht hat, möchte ich nur eins sagen. Was ein gutes Gesetz für Transpersonen ist und was nicht, sollte nur in engster Absprache mit der Community entschieden werden. Doch dank des unqualifizierten Urteils der SPD leiden wir weiterhin akut unter der menschenverachtenden Rechtslage. Dass die sogenannten christlich-demokratischen Parteien CDU und CSU ihre leeren Vorstellungen von konservativen Werten über die tatsächliche Würde von deutschen BürgerInnen stellen, ist inzwischen nicht mehr verwunderlich. Ich möchte aber dennoch kurz über den ideologischen Widerspruch dahinter sprechen. Jede und jeder kann FreundInnen und Familienmitglieder haben, die trans sind. Eine Partei, die versucht, im Sinne christlicher und humanistischer Werte mehrheitsfähig zu handeln, hätte allen Grund, die Rechte von Trans- und Intersex-Personen zu schützen. Von der reaktionären Partei rechts der Union, der AfD, war ebenfalls wenig anderes zu erwarten. Ich möchte aber auch hier kurz den Selbstwiderspruch erwähnen, in den Beatrix von Storch sich begeben hat. Wer gegen Pubertätsblocker für Kinder das Schreckgespenst von Genitalverstümmelung an Minderjährigen heraufbeschwört und sich dann weigert, genau diese Art von Eingriff an Intersex-Kindern endlich zu verbieten, hat jegliche politische Glaubwürdigkeit verloren. Insgesamt ist es beschämend für den Bundestag, dass er eine radikale Verbesserung der Lebensqualität von Trans- und Intersex-Menschen in Deutschland aktiv verhindert hat. Die überwältigende Mehrheit der RepräsentantInnen ist kein bisschen von den Folgen ihrer Entscheidung betroffen. Für Trans- und Intersex-Menschen hingegen kann sie den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Um Felicia Ewert zu zitieren, die Message an trans-, inter- und nicht-binäre Personen ist, eure Existenzen sind nicht genug wert. Trans- und Intersex-Personen werden politisch bevormundet, von Medizin, Psychologie und Krankenkassen pathologisiert und in ihrer Würde verletzt. Das ist nicht mein Deutschland im Jahr 2021. Die Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz hat mein Vertrauen in die Regierung und ihre Fähigkeit, menschenwürdige Entscheidungen zu treffen, zutiefst erschüttert. An die Mitglieder des Bundestags im Frühjahr 2021: Schämt euch und macht es besser.
Als letztes möchte ich alle Menschen, die dieses Video sehen und selbst nicht trans sind, zu 2 Dingen auffordern. Informiert euch und solidarisiert euch mit uns. In der Videobeschreibung findet ihr neben meinen Quellen auch weitere Informationen über die Trans-Community und unsere rechtliche Situation. Außerdem gibt es dort eine Petition für die Abschaffung des TSG, von deren Notwendigkeit ich euch hoffentlich überzeugen konnte. Und, falls ihr mich ganz persönlich unterstützen wollt, steht dort auch ein Link zu meinem Fundraiser für die Gutachtens- und Gerichtskosten. Findet eure lokale queere Organisation und unterstützt sie mit Geld, Zeit oder anderen Ressourcen. Ruft die Abgeordneten an, die für euren Wahlkreis zuständig sind, und schreibt Mails. Sagt ihnen, dass ihr sie nicht wieder wählt, wenn sie sich nicht endlich für geschlechtliche Selbstbestimmung einsetzen. Danke, dass ihr mir zugehört habt, und danke an alle, die sich für uns einsetzen.